Grundsätzlich erwarte ich von euch natürlich wie immer Höflichkeit, Freundlichkeit. Haben Sie Ihr Ticket? Dann gucken. Er Er ist der Manager. Dann kommt ein Standesbeamter und dann wird hier geheiratet. Das haben die Ordner gerufen und die haben sie gefunden und schmeißen sie gerade auf. Haben Sie es gerade gefunden? So, diese Größe maximal, das ist das Größte überhaupt. Im Sommer kannst du hier die komplette Glasfront aufmachen, hast dann hier das Stadion-Feeling. Also mehr geht wirklich nicht. Das ist die beste. Das ist die allerbeste. Die haben auch ein eigenes Buffet in der Loge und hier auch eine Besonderheit, eine eigene Zapfanlage. Und ja, dann lässt sich natürlich das Spiel perfekt genießen dabei. Mache ich hier auch mal direkt den Thekencheck. Genau, Sprite muss hier auf jeden Fall noch rein. Wein, alles da. Top. Volles Fass. Ein Traum, so soll es sein. Super, dann bestelle ich die Sprite einmal nach. Genau, richtig. Ich bin Chantal Drinkmann, ich bin Teamleitung im Hospitality-Bereich. Wir haben 8 VIP-Bereiche, dann haben wir noch die Logen, unser Medienzentrum. Jeder Bereich hat so seine Eigenarten, auch von der Einrichtung her, aber auch von den Gästen her. Hier im Westen sitzt unser Vorstand speziell und wir haben auch einen Spielerbereich hier. Genau, hier wären wir dann im Hansaplatz. Das ist einer unserer modernsten Bereiche auf jeden Fall. Wird sehr, sehr viel für Sonderveranstaltungen genutzt. Sind es Messen, sind es Feiern. Wir hatten hier eine große Abi-Feier. Im Alten Markt finden diverse Veranstaltungen statt. Wir hatten hier einen ehemaligen Spieler von uns, der hat eine Pokémon-Glumanda-Geburtstagsfeier für seinen Sohn stattfinden lassen. Hier im Borsigplatz. Das ist so unser mittelgrößter Bereich. Hier passen ungefähr 230 Gäste rein und an Bier, super, an Bier wird hier ungefähr so 180 bis 200 Liter getrunken. Da kann man schon so von ausgehen. Ja, so ein guter Liter pro Gast. Genau. Vorbereitung beginnt, besonders Match der -1, nochmal die Tische ausrichten. Es wird gewimpelt, sprich die Tischaufsteller kommen auf die Tische einzudecken, die Theken zu bestücken, alles Mögliche, vielleicht nochmal Gläser auszupacken. Das ist auf jeden Fall auch ein Phänomen bei uns. Sehr viel Glasbruch, sehr viel. Also es sind Biergläser, die werden auch gerne mal mitgenommen. Soll jetzt hier keinen Anreiz für irgendwen schaffen natürlich, aber wir müssen regelmäßig mehrere 100 bis 1000 Gläser wirklich nachbestellen. Ja, dasselbe für Salz und Pfeffer. Alles, was BVB-Logo hat, bleibt nicht lange hier. Mein Name ist Cheyenne Reis, ich bin Teamleitung Hospitality und ich bin am Spieltag hauptsächlich verantwortlich für die Logen im Osten. Wir schauen uns jetzt mal hier die Vodafone-Loge an. Das ist unsere neueste Loge, die wurde ganz neu gemacht. So, hereinspaziert. So, wie man sieht, ist hier schon alles für den Spieltag vorbereitet. Hier wird auch ein bisschen mehr eingedeckt als in den anderen Bereichen. Man hat quasi Wein, Glas, Brotteller und so alles schon auf dem Tisch. Das ist in den anderen Bereichen nicht so. Hier sieht man, man hat auch ein paar Plätze direkt mit Stadionblick. Es sind halt maximal 20 Gäste in der Loge drin, die quasi eingeladen werden von Vodafone hier jetzt beispielsweise selbst. Die haben auch ein eigenes Buffet in der Loge und hier auch eine Besonderheit, eine eigene Zapfanlage. Und ja, dann lässt sich natürlich das Spiel perfekt genießen dabei. Dann schauen wir uns jetzt einmal die Puma-Loge an. Auch schon vorbereitet für den Spieltag. Die ist ein bisschen anders gestaltet, wie man sieht. Puma stellt hier natürlich die Trikots auch immer aus und ein paar Fußballschuhe. Hier finden auch viele Tagungen statt, BVB intern wie auch extern. Viele Bewerbungsgespräche, kleine Meetings. Das kann man hier mal ganz gut machen. So, hier haben wir einmal die Hancock-Loge. Also wir haben viele Sonderveranstaltungen insgesamt im Stadion im Jahr über 700, aber hier in den Logen auch eigentlich täglich. Und hier ist das Interessante, dass hier extrem viele Trauungen stattfinden. Das Brautpaar guckt dann quasi aufs Stadion raus und die Gäste sitzen hinten aufgereiht. Dann kommt ein Standesbeamter und dann wird hier geheiratet. Und für die Leute ist das echt was ganz Besonderes und viele haben sich auf der Süd kennengelernt. Das ist immer schön zu sehen.
Name ist Achim Honert. Ich bin Küchendirektor hier bei Borussia Dortmund. Bin verantwortlich für den Signal Iduna Park. Das wird jetzt hier für unsere Kartoffelsuppe die Einlage. Emma, machst du gleich der Schwarzwurzel? Ja. Top, wir sind jetzt hier in der Hauptküche im Kitchen Tower, Ebene 3. Hier findet die Produktion der warmen Gerichte für den Spieltag statt. Wir haben hier eine Kapazität für 5000 Essen, auf jeden Fall. Das ist die Gemüsebeilage zum Fisch an diesem Spieltag. Wir machen 300 Kilo von dem Gemüse, was dann für 5000 Menschen ausreichend ist. Die Buffetpläne, die schreibe ich, kochen das in der Regel auch einmal vor, stellen das dem Team vor und holen uns dann die Meinungen ab. Ein Kartoffelgratin ist natürlich ein Klassiker, gerade in Verbindung mit Rostbeef. Das kennen die Leute, das essen die Leute. Bestellungen wird 10 bis 14 Tage im Voraus getätigt. So haben wir dann Gewähr, dass wir alles bekommen. Wir haben mehr Fläche zum Braten, zum Grillen, zum Schmoren. Wir haben mehr Kühlkapazitäten, mehr Lagerkapazitäten. Wir haben kürzere Wege, also das hat sich schon alles verbessert. Trockenlager, hier befinden sich alle Produkte, die nicht kühlpflichtig sind. Konserven, Mehl, Zucker, alles was Zimmertemperatur aushält. Nudel, Teigwaren, Gewürze. Hier befinden wir uns jetzt hier im Obst- und Gemüsekühlhaus. Obst und Gemüse wird in diesen Kollis angeliefert und bleibt auch aus Hygienegründen nur in diesem Kühlhaus. Wird dann halt nur bei Bedarf hier entnommen. Die tun wir mal an die Seite. Dann haben wir nämlich hier Currywurstsoße ohne Ende. Hier haben wir die Currysoße stehen. Wir haben 4000 Würstchen im Hospitality-Bereich an jedem Spieltag. Und das ist dann halt die Menge an Soße, die es dazu gibt. Das sind schon so 400 Liter. Ich will mal alles zum Schmieden. Ja, das stimmt. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu unserem Spieltag gegen den FC St. Pauli. Wir haben heute im VIP, nur dass ihr Bescheid wisst, wir haben fast 4.800 Gäste. Das nochmal schon vorab zur Info. Es ist ein 15:30-Spiel. Ihr wisst auch, was das heißt. Die Gäste werden sehr, sehr viel essen. Wir haben den Einlass um 13 Uhr. Letzte Runde ist um 19 Uhr. Die übrigen Zeiten könnt ihr der Liste entnehmen. Ansonsten gilt nach wie vor maximales Feelgood für den Gast. Wunderbar, vielen Dank und schönen Spieltag allen. Schönster Sonnenschein, das kann doch nur ein guter Spieltag werden. Es ist auch immer schön, wenn Traditionsvereine wie St. Pauli kommen. Dann weißt du, die Stimmung wird auf jeden Fall geil sein. Es kommen coole Gäste. Sind wir mal gespannt, wie das heute hier so läuft. Wir gehen jetzt in unseren ausgelagerten VIP-Bereich, in unsere TV-Loge. Kennen viele Leute vielleicht von einer WM oder generell von Länderspielen. Da stehen häufig TV-Studios drin und übertragen da aus dem Stadion. Ich würde euch da mal den einzigartigen Ausblick zeigen. Das sieht sehr, sehr cool aus. Kann man tatsächlich auch für einen Spieltag mieten. So, hereinspaziert. Das wäre einmal unsere TV-Loge. Der Rasen wird gerade noch fertig gemacht. Wir haben sie jetzt komplett renoviert in der letzten Zeit, brandneu und ja, ist super. Im Sommer kannst du hier die komplette Glasfront aufmachen, hast dann hier das Stadion-Feeling. Also mehr geht wirklich nicht. Mein Name ist Malipul Panik. Ich arbeite für Sport 5 und betreue die Hostessen und Hosts hier für den BVB. Das sind am Spieltag 140 Hostessen und Hosts, also das ist schon eine Menge hier. Wir sind in allen VIP-Bereichen hier vertreten. Einlasskontrolle, Seating, Begrüßung, also alles, was dazugehört, damit ich glaube halt das Erlebnis für den Gast halt hier so ein vollumfängliches ist. Morgen! Morgen, Olli! Hast du alles im Griff? Ja, muss, ne? Ja. Hallöchen. Morgen! Also schlechte Laune geht hier gar nicht, aber hat man auch nicht, weil heute holen wir uns die nächsten 3 Punkte. Wir finden jetzt hier warme Komponenten jetzt eingesetzt. Das Fleisch bereitgestellt. Kalte Sachen sind jetzt gerade fertig aufgebaut. So, diese Größe maximal. Das ist das Größte überhaupt, aber so.
Das ist besser, weil sonst so eins so... Aber dann darf man dann die beiden Hälften reinlegen oder nur eine Hälfte reinlegen? Das kann man beide Hälfte reinlegen, dann kann man nachher ein bisschen über. Also um 13 Uhr haben wir Einlass, 12:45 Uhr, 12:50 Uhr sind wir Standby. Schaffen wir das von der Zeit her? Super. Ja, hallo, herzlich willkommen heute beim BVB. Für alle, die neu sind, ich bin Marlene, die Projektleitung. Wir spielen heute zur Rückrunde 25/26. Endlich mal wieder ein 15:30 Uhr Spiel. Also das heißt, wir kommen heute alle auch zeitig nach Hause. Ja, grundsätzlich erwarte ich von euch natürlich wie immer Höflichkeit, Freundlichkeit, den Gast mit einem Lächeln begrüßen, ja, eine offene und freundliche Körperhaltung. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns im Laufe nochmal wieder. Alle Ebenen für Chantal. Die Gäste kommen jetzt rein. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Spieltag. Lasst euch nicht ärgern. Bis gleich. Die Hostessen sind hier erstmal der erste Anlaufpunkt für die Leute. Also das heißt, sie werden hier begrüßt und das Ticket wird gescannt. Dann wird hier ein Bändchen umgelegt. Dann können die Gäste entweder den Fahrstuhl nutzen oder die Treppe, um in den jeweiligen Bereich auf die Stammtischebenen zu kommen. Und dann werden die Gäste halt auch zu ihrem Platz gebracht. Hi, herzlich willkommen. Kann ich weiterhelfen? Ja, wir wissen nämlich nicht, wo wir hin müssen. Na klar, das finden wir doch raus. Jo, dann folgen Sie mir einmal. Ja, gerne. Ich heiße Joyce Barr und ich bin hier Hostess. Wir sind hier auf der Ebene West 3 und also meine Hauptaufgabe ist meistens, die Leute zu ihren Plätzen begleiten. Bei Fragen bin ich halt so der erste Ansprechpartner. Immer nett und freundlich, immer so ein bisschen Smalltalk mit den Gästen fühlen, dass die sich auch hier wohlfühlen und willkommen fühlen. Wo dürfen wir hin, wenn wir hier so eine Karte haben? Haben Sie Ihr Ticket? Dann gucken. Er hat die. Er ist der Manager. Ich bin der Älteste, der vergisst am So muss das. Da ist alles weg. Jo, dann folgen Sie mir einmal. So, dann ist das gleich der Tisch hier vorne. Und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Vielen Dank. Dafür nicht. Danke. Bitteschön. Ich fand einfach den BVB tatsächlich cool. Da habe ich gedacht, man kann es ja mal ausprobieren. Dann hat es mir so gefallen, dann bin ich halt quasi hier geblieben. Gibt schon mal den einen oder anderen Gast, wo man sagt, okay, aber die meisten sind wirklich durchgehend freundlich. Mit denen hat man keine Probleme. Also Hostess und Host heißt erstmal, wir haben Männlein und Weiblein oder auch diverse. Alles ist hier inkludiert. Wer kann Hostess oder Host werden? Also grundsätzlich 18 Jahre, der deutschen Sprache mächtig. Das ist eigentlich auch schon soweit alles. Und man sollte natürlich freundlich, höflich, zuvorkommend sein. Das ist eine Dienstleistung, die wir erbringen. Das heißt, man sollte nicht zu schüchtern sein. Mein Name ist Vanessa Schwalenstecker und ich bin Abteilungsleiterin Hospitality bei Borussia Dortmund. Bei uns haben wir 4.700 VIP-Gäste jeden Spieltag und davon lediglich 200 VIP-Tageskarten. Die ganzen anderen Karten sind für Sponsoren, für unsere Ehrengäste, für die Geschäftsführung und für unsere Partner. Die VIP-Tageskarte heute bei uns an diesem Spieltag kostet 440 € zuzüglich Mehrwertsteuer. In der Leistung enthalten ist dann der Tribünenplatz bei uns, der Zugang zum VIP-Bereich und dann Essen und Getränke und der persönliche Service dann. Die Spieler und die Familien sind natürlich auch da, wenn wir verletzte Spieler haben, ehemalige Spieler, sozusagen unsere Legenden, die dann hier vor Ort sind, aber auch wie Nobby Dickel, der sich dann hier oben aufhält. Das ist die Beste, das ist die allerbeste. Wir haben jetzt 15 Uhr, jetzt geht es auch noch mal in Endspurt, aber das meiste ist jetzt passiert. Es geht hier und da noch was. Der eine oder andere isst noch mal schnell eine Currywurst oder eine Waffel to go. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir eine halbe Stunde vor Spielbeginn dürfen das eine oder andere darf ausgehen, um halt da auch den Food Waste so gering wie möglich zu halten. Unsere Gäste können ein spezielles Upselling buchen. Das sind Weine, Champagner. Können Sie sich gegen eine extra Gebühr an den Platz bestellen. Wir haben jetzt hier eine Moët Eis Imperial Rosé Champagnerflasche. Kostenpunkt bei uns 131 €. Man kann das hier nicht mit einem klassischen Restaurant oder mit einer Hotellerie vergleichen. Du hast hier so viele Schnittstellen, die ineinander greifen. Du musst sehr, sehr flexibel sein. Du musst ein kleines Organisationstalent auf jeden Fall am Ende des Tages sein. Es sind viele Sachen, die unvorhergesehen passieren. Keine Sorge, ich komme gleich vorbei. Ciao. Ja.
gehört leider auch zu unserem Alltag. Wir haben 2 betrunkene VIP-Gäste. Ich würde gleich mal den Ordnungsdienst anrufen, dass wir einmal rübergehen. Hi Sascha, ich bräuchte dich einmal in der Weißen Wiese. Die Gäste sind gerade noch auf der Tribüne. Wir wissen aber, wo die sich befinden. Die sollen bitte direkt des Stadions verwiesen werden. Alles klar. Bis gleich. Die Hostessen haben die Ordner gerufen. Ja. Die haben sie gefunden und schmeißen sie gerade raus. Haben Sie sie gerade gefunden? Ja. Ah, okay. Die sind hinterher. Der Sascha hat die Ordner angerufen und die haben sie rausgeschmissen. Wunderbar. Okay, Weil wir auch perfekt. nicht wussten, an welchen Tischen die saßen, weil die saßen an falschen Tischen. Die Gäste hatten sich schon beschwert, dass da Leute sitzen, die den Tischträger verunstaltet haben. Okay, wunderbar. Sind aber weg. Okay, also muss ich jetzt niemanden... Nein, du musst nichts mehr machen, hat sie alles erledigt. Vielen, vielen Dank. Gerne. Danke, dass du Bescheid gesagt hast. Gerne. Ja, da hat sich doch alles nochmal schnell erledigt. Die Ordner haben direkt eingegriffen und haben die Herrschaften rausbegleitet. Solange der Ball rollt, haben wir ein bisschen Pause. Wir können 20 Minuten jetzt eben was essen. Und solange werden keine Getränke ausgeschenkt. Das ist eine Philosophie bei Borussia Dortmund, weil entscheidend ist auf dem Platz. So, wir gucken uns jetzt einmal die Logen an. Es geht in 10 Minuten ungefähr los. Dann kommen die Gäste rein. Die Servicekräfte sind gerade dabei, die Loge auf der einen Seite aufzuräumen und wieder zu bestücken. Das heißt, die Halbzeitsnacks werden aufgebaut. Ich schaue mal kurz rein, ob wer drin ist. So, können wir kurz rein. So, wie man hier einmal sieht, wurde hier jetzt schon das Halbzeitbuffet aufgebaut. Wir haben hier Dortmunder Salzkuchen, ganz typisch. Dann unsere berühmten Stadionwaffeln, von denen schwärmen auf jeden Fall alle. Dann haben wir hier einmal Currywurst und Köttbullar. Das wird quasi in allen Logen so ähnlich aufgebaut. Und dann kommen die Gäste gleich alle rein zur Halbzeit, genießen den Halbzeitsnack und dann geht es schnell wieder raus, um das Spiel zu gucken. Ja, hier sieht man, wie die Halbzeitsnacks fertig gemacht werden. Und unsere Runner bringen quasi das ganze Essen auf den Wegen in die verschiedenen Logen. Wie läuft's? Ja, schön. Top. Ja, wenn es so läuft, dann hier. Wenn das Spiel halt läuft, sind wir halt gerade vom Service und der Küche dabei, halt die Ebenen wieder fertig zu machen, das Buffet aufzubauen, die Theken wieder hübsch zu machen, Getränke aufzufüllen. Deswegen wir selber kriegen vom Spiel gar nicht allzu viel mit. Für manche Kollegen ist das dann schon ganz schön hart, wenn die den Jubel draußen hören und halt selber nicht auf der Tribüne stehen. Ne? Halbzeit ist so gesehen die stressigste Phase, weil die Gäste natürlich alle auf einmal reinkommen und möglichst schnell wieder raus wollen. Heißt schnell rein, neues Getränk, kurz was essen und dann schnell wieder raus. Ähnlich ist es auch auf den anderen Ebenen. Und hier in den Logen haben die zum Glück halt einen kürzeren Weg, sag ich mal. Jede Loge hat ein Tablet und hierüber können die quasi Getränke ordern oder halt auch das Essen abrufen. Heißt, wenn die Käse- oder Wurstplatte haben wollen, klicken die einmal drauf für die verschiedenen Tellergerichte, Desserts. Hierüber können die alles buchen. Hallo! So, das ist unser Thekenbereich in den Logen. Warte, ich mach hier eben auf. So. Genau, hier wird einmal gezapft, Aperol wird hier gemacht, Softgetränke gehen von hier, also alles Mögliche. Die Gläser werden hier vor Ort auch direkt gespült. Und hier kommen die Bons raus, was ich vorhin erklärt hatte. Heißt, das, was in den Tablets quasi eingegeben wird, kommt hier raus und das Thekenpersonal macht die Getränke fertig. Das Ganze wird dann von der Logenkraft abgeholt und in die jeweilige Loge gebracht. Die ersten Hostessen sind schon im Feierabend, also so ca. 30 Leute. Die
anderen machen jetzt gerade, wir haben jetzt hier nur ein bisschen bestückt, weil die eben jetzt Pause machen, also erste und zweite Halbzeit aufgeteilt. Und bis zum Spielende können die eben dann auch sich an den Kiosken was zu essen mit den Gutscheinen, sich mal eben kurz hinsetzen und dann kommt es wieder zum Bereich zum Abpfiff. Natürlich wird nicht alles aufgegessen. Wir geben einen Teil in die hauseigene Kantine. Wir arbeiten mit der Tafel in Dortmund zusammen, die am Folgetag dann halt die Produkte abholen, sodass wir da eine ganz gute Quote haben an Food Waste. Wir schmeißen sehr, sehr ungern weg und das ist nur der Notfall. Wir machen die Bereiche wieder fit für Montag. Wir haben die ganze Woche wieder Veranstaltungen. Wir müssen erstmal das Leergut zählen. Das muss alles wieder hergerichtet werden. Die Buffets müssen sauber gemacht werden. Die Theken müssen wieder bestückt werden. Die Kühlschränke, das nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Die Logistik fährt auch gerade schon und bringt alles auf die Ebenen hoch. Der letzte Mitarbeiter verlässt im besten Fall 20:45 das Stadion. Man muss überlegen, 2,5 Stunden vor Anpfiff, 2 Stunden Spiel und dann nochmal 2 Stunden nach Abpfiff haben wir die Bereiche geöffnet. Und da muss man sich überlegen, manche Gäste wollen trotzdem noch nicht geben. Ja, bis wir geräumt haben, das dauert alles, zieht sich alles. Dann treffen wir uns wieder in der Umkleide. Die letzten ziehen sich um, werden da ausgecheckt im System und dann geht's auch für uns nach Hause.